So moin moin, der Webvideopreis hat gestern die Nominierten vorgestellt. Es geht damit los, dass es eine Kategorie gibt, die sich Social Influencer Campaign nennt. Hier drin soll der YouTuber ausgezeichnet werden, der die beste Produktplatzierung gemacht hat. Interessant ist auch die Tatsache, dass hier YouTuber nominiert wurden, die bekanntlich in der Vergangenheit schon ungekennzeichnete Produktplatzierungen gemacht haben. Man kann den Eindruck haben, dass es hier nicht um die Personen geht, sondern nur um die Reichweite dieser Personen. Das Zuschauervoting ist darauf ausgerichtet, dass die YouTuber ihre Communities mobilisieren, um dann die Beiträge und Bilder von dem Webvideopreis zu liken. Aktuell geht das auf Facebook, es soll auch noch auf Twitter sein, es soll auch noch auf YouTube sein, es soll auf Instagram sein, um darüber den Gewinner der einzelnen Kategorien zu ermitteln. Das hat aus meiner Sicht nichts mehr mit einem Voting-Verfahren zu tun. Hier geht es doch viel eher darum, dass der Webvideopreis die Zuschauer als Werbeträger missbraucht, um für den Webvideopreis Werbung zu machen, weil sonst hätte es ausgereicht, eine Webseite zu machen, worüber die Zuschauer hätten voten können. Anstatt ein solches System zu nutzen, wird nun ein System angewandt, welches die nominierten YouTuber dazu bringen soll, Werbung für die Social-Media-Kanäle vom Webvideopreis zu machen, weil man nur darüber voten kann. Und dann wird natürlich die Kategorie Social Influencer Campaign eingeführt, damit man zum Beispiel auch eine Bibis Beauty Palace oder einen Hair Tutorial dabei haben kann, die sich dann vielleicht sogar einen Wettkampf liefern, wer diese Kategorie gewinnt, indem sie ihre Communities auf die Seiten vom Webvideopreis locken, damit sie dort fleißig die Beiträge liken. Der Webvideopreis behauptet von sich selber, dass er eine Preisverleihung für die gesamte Webvideoszene ist. Und dann schauen wir uns doch mal an, wer die Nominierten für Personen des Jahres weiblich sind. Nominiert sind Lisa und Lena, Lena Meyer-Landrut und Caroline Kebekus. Behind, welcher selber Akademiemitglied vom Webvideopreis ist, schrieb dazu auf Twitter: Fatales Zeichen nach außen, wie es um den weiblichen Part von YouTube bestellt ist. Rumhampeln auf dem Judendenkmal und Musical.ly ist echt preiswürdig? Der Webvideopreis schrieb an Rob Bubble: Wir sind offen für konstruktive Kritik und freuen uns, dich beim nächsten Akademietreffen wiederzusehen. Darauf hat dann Behind geantwortet: Ach ja, wann macht ihr denn mal wieder eines? Gab seit Monaten keins. Dann der Webvideopreis: Am 11. war das letzte Treffen. Und nun hat David Hein geantwortet, der wohlgemerkt selber Akademiemitglied ist. Ganz offen, provoziert mich nicht, schon gar nicht auf offener Bühne. Darauf hat ein Zuschauer geantwortet: Was zur Hölle, das war eine einfache Frage. Und Behind entgegnete: Nee, war es nicht und das wissen sie auch. Markus Hündgen, also der Chef vom Webvideopreis, hat auf Twitter geschrieben, die Akademie hat so abgestimmt. Darauf hat Behind geantwortet: Jetzt mal halblang. Ein kleiner Teil der Akademie hat abgestimmt, der Rest ist nicht Teil dieses Prozesses gewesen. Darauf hat TubeNerd geantwortet: Was? Ich dachte, die gesamte Akademie hat die Nominierung festgelegt. Und David Hein hat darauf geantwortet: Nein, das war dieses Jahr nur ein ganz kleiner Kreis. Der Rest hat die Nominierten nie gesehen. Okay, also nochmal zur Erklärung. Der Webvideopreis hat eine Akademie, der besteht teilweise auch aus den Nominierten des Vorjahres. Und diese Akademie entscheidet darüber, wer für die Kategorien des Webvideopreises nominiert wird. Und dieses Jahr ist zumindest laut David Hein Folgendes passiert: Es hat wohl nur ein ganz kleiner Teil dieser Akademie überhaupt abgestimmt, wer nominiert wird. Wenn dem so ist, dann wäre die gesamte Veranstaltung Kokolores hoch 20, weil ein kleiner ausgewählter Kreis eine ganze Akademie nicht ersetzen kann. Und das würde auch manche Nominierungen und manche Nicht-Nominierungen erklären. Und das würde auch erklären, warum es so eine Kategorie Produktplatzierung gibt und zum Beispiel keine Kategorie Film gibt. Behind schrieb auf Twitter: Ich möchte euch darum bitten, dieses Jahr nicht für den Webvideopreis für mich zu stimmen, weshalb erkläre ich in den kommenden Tagen. Hand of Blood schrieb dazu: Für mich gilt dasselbe. Simon Unge schrieb auf Twitter: Nichts gegen den Webvideopreis, ich möchte mich in Zukunft einfach mehr aus dieser Fake-YouTube-Welt raushalten. Schönen Abend. Klängern schrieb dazu: Bin teilweise echt enttäuscht von den Nominierten beim Webvideopreis. Manche haben mit Webvideo kaum was zu tun oder sind nicht auszeichnungswürdig. Es wird die Tage noch ein Video auf dem YouTube-Kanal von Behind geben, auf welches ich gerne in diesem Video verweisen möchte. Was wir hier gesehen haben, ist, dass dieses Jahr aus nachvollziehbaren Gründen der Webvideopreis von einem Teil der YouTuber abgelehnt wird. Und ich bedanke mich für jegliche Form der Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Morgen, Mittag oder Abend. Bewertet ruhig das Video und bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl, euer Herr Newstime!